So verwenden Sie Microsoft OneNote für das Projektmanagement. Hallo zusammen und willkommen zurück. Im heutigen Video zeige ich Ihnen, wie Sie Microsoft OneNote für das Projektmanagement verwenden. OneNote wird oft nur als Notiztool angesehen, aber es ist so viel mehr als das. Es lässt sich leicht in jede Ihrer anderen Microsoft 365 Anwendungen integrieren und kann als leistungsstarkes Projektmanagement-Tool verwendet werden. Um OneNote zu öffnen, gehen Sie zu Microsoft 365 dort und klicken auf Apps. Auf der linken Seite können Sie dann die OneNote-App auswählen. Wenn Sie OneNote öffnen, wird ein leerer Bildschirm Ihres OneNote-Kontos angezeigt. Klicken Sie auf Nein. Danke. Wählen leerer Block und arbeiten jetzt damit in Ihrem Microsoft 365-Konto weiter. Obwohl Microsoft 365 es so bewirbt, als wäre es nur ein Notizbuch, kann es ganz einfach als Projektmanagement-Tool genutzt werden, weil es alle Funktionen eines Projektmanagers bietet. Als erstes werde ich hier das Konto wechseln. Ich möchte dieses spezielle Konto dafür nicht verwenden. Dafür öffne ich OneNote mit einer anderen E-Mail-Adresse, einfach weil eine davon mit der Schule verknüpft ist. Also müssen wir hier einen neuen Abschnitt erstellen. Und ich nenne ihn Projektmanagement. Jetzt links sehen Sie Ihr erstelltes Notizbuch. Klicken Sie auf Weitere Notizbücher, um noch eins zu erstellen. Sie sehen, das ist mein erstelltes Notizbuch. Dann zeigt es den Ort. Erstellen Sie dann im linken Bereich mehrere verschiedene Seiten und Abschnitte. Links haben Sie hier zwei Optionen. Sie können Abschnitte oder Seiten hinzufügen. Ein Abschnitt enthält mehrere Seiten. Geben Sie ihm einen passenden Titel. Jetzt bauen wir hier einen einfachen Projektmanager. Klick auf Seite hinzufügen und erstelle deine erste Seite, um alles gleich zu ordnen. Ich nenne das Projektübersicht, denn bei jeder Art von Projekt gibt es grundlegende Details und Sie möchten, dass diese für alle Mitglieder sichtbar sind. Sie können hier also ganz einfach Beschreibungen, Fälligkeitsdaten, Teilnehmende, Kundinnen und Kunden, Einnahmen und all das hinzufügen. Sie werden natürlich weitere Details hinzufügen und Sie können das in Form einer Tabelle machen oder es als einfache Liste belassen, je nach Ihrer Vorliebe. Sobald Sie eine Projektübersichtsseite haben, können Sie diese auch als Vorlage speichern. Oben rechts, dort das Menüband, wahlweise klassisch oder vereinfacht. Sie können zeichnen, einfügen, Tabellen erstellen, Office-Add-ins hinzufügen, aufnehmen und mehr. Jetzt klicke ich auf Seite hinzufügen und erstelle eine einfache Seite, um unsere Aufgaben hier zu verwalten. Das kann anhand monatlicher Ziele kategorisiert werden. Sagen wir, ich stelle das auf November. Als Seitentitel setze ich den Monat, in dem alles fertig sein muss. Links können Sie jetzt Loop-Komponenten hinzufügen und Sie können eine Checkliste hinzufügen. Es gibt auch den Bereich Vorlagen mit Aufgabenliste oder Kanban-Board. So kannst du hier einfach Verschiedenes hinzufügen. Ich gehe oben auf Einfügen, dann auf Loop-Komponenten und wir wählen ein Kanban-Board aus. Sobald Sie ein Kanban-Board ausgewählt haben, funktioniert es genau wie ein normaler Aufgabenmanager. So können Sie die Ränder vergrößern, um die Navigation zu erleichtern. Fügen Sie danach einen Titel hinzu. Das wird zum Beispiel mein Operationsboard sein. Ich lege hier alle operativen Aufgaben ab und Sie können die Inhalte auf verschiedene Seiten aufteilen. Ich kann also eine November-Seite für Operations erstellen oder ich kann Seiten erstellen, die nur auf den Kategorien basieren. Kategorien hier. Ich lösche nur eine. Unten siehst du die Standardliste. To-Do, in Arbeit, wartend, abgeschlossen. Hier möchte ich nichts auf wartet haben. Also lösche ich diese Gruppe. Und es bleiben hier nur 3 mögliche Gruppierungen übrig. Entweder steht es auf To-Do, in Arbeit oder abgeschlossen. Hier tippen Sie dann einfach Ihre Aufgabe ein, wie Sie es normalerweise tun würden. Zum Beispiel müssen wir einen neuen Lehrassistenten kontaktieren.
Danach einen Verantwortlichen hinzufügen und das Lieferdatum setzen. Wann soll das nochmal fertig sein? Sie können die Aufgabe sogar in der Detailansicht öffnen und Elemente als Unteraufgaben konfigurieren. Um also einen neuen Lehrassistenten einzustellen, müssen wir eine Anzeige auf LinkedIn veröffentlichen. Danach müssen wir die Bewerber filtern. Danach müssen wir sie interviewen. Danach müssen wir die 3 Besten auswählen. Und dann müssen wir einstellen. Und so fügen wir eine Unteraufgabe in Form einer Liste hinzu. Sie können sie auch als Checkliste verwenden, wenn Sie möchten. Dann gibt's Notizen. Mit eigenen Feldern fügst du Details hinzu. Kann Textfelder, Zahlenfelder, Datum, Personen, Abstimmungen oder Labels umfassen. Sie können zu den Labels gehen und verschiedene Labelgruppen einrichten. Ich versehe Dinge gern mit dem Label Priorität. Unter Priorität füge ich hoch und niedrig hinzu. Und ich füge hier auch gern die Option blockiert hinzu, statt dafür eine separate Gruppe zu erstellen. Danach ist die Aufgabe erstellt. Du kannst sie verschieben oder der Zuständige verschiebt sie in die vorgesehene Gruppe sofort. Oben gibt es Ansichten wie Tabelle und Board. Ich bevorzuge die Board-Ansicht. Und Sie können sie nach Phase gruppieren, sortieren und filtern und auch neue Regeln für Ihre Boards erstellen. Sie können diesen gesamten Projektmanager auch in eine Excel-Tabelle exportieren. Sie haben auch die Möglichkeit, diese Komponente zu kopieren. Jetzt können Sie das in mehreren Seiten Ihres Onenote-Projektmanagers einfügen und sofort sehen, wer aktuell Zugriff darauf hat. Dann hat jede Person in ihrer Organisation Zugriff auf dieses spezifische Board, das in diesem Blog in diesem Onenote-Notizbuch hinzugefügt wurde. Um den Zugriff zu teilen, öffnen Sie Ihren Abschnitt oder Ihr spezifisches Notizbuch. Oben rechts haben Sie die Option zum Teilen. Jetzt Link ins Notizbuch kopieren oder gleich ganzes Notizbuch teilen. Aber bevor Sie das tun, klicken Sie auf Zugriff verwalten, um die Art des Zugriffs zu steuern, die Sie jeder Person im Arbeitsbereich gewähren. Klicken Sie links, neuen Link anlegen. Wenn Sie jemanden hinzufügen wollen, fügen Sie ihn hier hinzu, schreiben Nachricht und passen seine Rechte an. Also, alle mit Link, Personen Ihrer Organisation, mit bestehendem Zugriff oder von Ihnen gewählte. Und dann können Sie die konkreten Berechtigungen festlegen, ob Sie Bearbeitung zulassen möchten oder nur Ansicht. Klick auf Anwenden, speichere Berechtigungen, teile sie mit deinem Team. Außerdem haben Sie visuelle Werkzeuge, mit denen Sie zeichnen können. Damit wird Ihr Projektmanager visueller und Sie haben viel mehr Freiheit, wenn Sie ein Tool verwenden, das Zeichnen, Kanban und vollständige Aufgaben- und Projektmanagementfunktionen umfasst. Ich hoffe, das Video half. Dann lass bitte ein Like da und abonniere.